up, pull up, sink rate, sink rate. 18. Dezember 2022 Flughafen, eine Boeing 777-200, die als United Airlines Flug 1722 unterwegs ist, wird für einen Passagierflug nach San Francisco, Kalifornien, vorbereitet. An Bord befinden sich 271 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder. Das Kommando hat ein 55-jähriger Flugkapitän, der insgesamt 19.600 Flugstunden absolviert hat. Der Kapitän ist ein Veteran der Fluggesellschaft. Der Co-Pilot ist sowohl für die Fluggesellschaft als auch für das Flugzeug neu, denn er kam von Hawaiian Airlines zu dem Unternehmen. Der Co-Pilot hat 5.300 Flugstunden absolviert, aber nur 120 Stunden auf der Boeing 777. Der Co-Pilot ist relativ neu in diesem Flugzeugtyp. Die Wetterbedingungen am und um den Flugplatz sind heute Nachmittag nicht gut. Auf dem Flughafen herrscht starker Regen, und alle Flüge müssen nach Instrumentenflugregeln durchgeführt werden. Der Flugkapitän und der erste Offizier planen auf der Grundlage von Leistungsberechnungen zunächst einen Start mit 20 Grad Klappenstellung und reduziertem Schub. Während des Rollens werden sie jedoch vom Bodenlotsen darauf hingewiesen, dass eine Windscherung in geringer Höhe vorhergesagt ist. Windsher ist ein Unterschied in der Windgeschwindigkeit und/oder Richtung über eine relativ kurze Strecke in der Atmosphäre. Auf der Grundlage dieser Informationen wählte der Kapitän stattdessen einen Start mit Klappen und maximalem Schub. Wenige Augenblicke später richtet die Flugbesatzung das Flugzeug auf die Startbahn aus, und der Kapitän, der der fliegende Pilot ist, beginnt mit dem Startvorgang. Der erste Offizier, der auf dem rechten Cockpitsitz sitzt, ist der Pilot, der die Fluginstrumente überwacht. Der Flugkapitän fliegt den Start von Hand, wobei die automatischen Drosselklappen eingeschaltet sind. Während des Starts sind die Drehung und der anfängliche Steigflug normal. Im weiteren Steigflug bemerkt die Flugbesatzung jedoch Schwankungen der Fluggeschwindigkeit, da das Flugzeug auf Turbulenzen trifft. Als das Flugzeug die Beschleunigungshöhe erreichte, verringerte der Kapitän die Nicklage leicht. Dann fordert er, die Klappenstellung auf Klappen 5 zu reduzieren. Er wählt also Flaps 15, bevor er den Abfluglotsen kontaktiert und die Wetterbedingungen bespricht. Der Flugkapitän bemerkt, dass die Anzeige der maximalen Betriebsgeschwindigkeit auf einen niedrigeren Wert als erwartet sinkt, und die Fluggeschwindigkeit beginnt sich schnell zu erhöhen. Der Flugkapitän reduziert den Triebwerksschub manuell und übersteuert dabei die automatischen Drosselklappenservos, um eine Überdrehzahl zu vermeiden. Anschließend beginnt er mit der Diagnose des Lappenzustands. Er bemerkt, dass der Wölbklappenanzeiger 15 Grad anzeigt, und fordert erneut die Klappen 5 an. Diesmal bestätigt der Kapitän, dass der erste Offizier den Klappenhebel in die 5 Grad Position bringt. Während dieser Zeit weiß der erste Offizier, dass der Kapitän Schwierigkeiten mit der Fluggeschwindigkeitsregelung hat. Er befragt also den Kapitän, während er überlegt, ob seine eigene, rechte Instrumentierung möglicherweise fehlerhaft war. Der Co-Pilot erhält keine unmittelbare Antwort vom Kapitän.
Beide Piloten bemerken, dass die Nicklage des Flugzeugs zu diesem Zeitpunkt abzunehmen beginnt. Außerdem beginnt die Fluggeschwindigkeit zu steigen. Kurz darauf fordert der Kapitän die Landeklappen 1 an. Wenn der erste Offizier die Klappen auf 1 Grad stellt, bemerkt er, dass die Fluggeschwindigkeit weiter ansteigt und die Steuersäule sich nach vorne bewegt. Beide Piloten hören dann die ersten Warnungen des Bodenabstandswarnsystems. Der erste Offizier erinnert sich, dass er zusammen mit den anfänglichen GPWS-Warnungen Pull-up, Pull-up, hochziehen, hochziehen, rief. Pull up. Pull up. Sink rate. Sink rate. Pull up. Es fühlte sich an, als würde man den Gipfel einer Achterbahn erklimmen, sagte ein Fahrgast. Er fügte hinzu, es gab eine Reihe von Schreien im Flugzeug. Jeder wusste, dass etwas nicht normal war, oder zumindest, dass dies nicht normal war. Die Erfahrung war erschütternd, sagte er. Sink rate. Sink rate. Pull up. Das Flugzeug befindet sich nun in einem dramatischen Sturzflug in Richtung Meer. Der Kapitän zieht an der Steuersäule nach hinten und reduziert zunächst die Leistung, um die Fluggeschwindigkeit zu verringern. Dann gibt er volle Kraft, um den vollständig kontrollierten Flug ins Gelände zu beginnen. Der erste Offizier erinnert sich, dass das GPWS während der Bergung durch den Kapitän erneut Alarm schlägt, da der Sinkflug eine Trendumkehr einleitet. Die Daten zeigen, dass dies etwa 748 Fuß über dem Wasser geschieht. Nachdem er eine positive Steigrate festgestellt hat, senkt der Flugkapitän die Nase, um wieder ein normales Profil einzunehmen. Dann vergewissert er sich, dass die Klappen und Bremsklappen vollständig eingefahren sind, und schaltet den Autopiloten ein. Der Rest des Fluges verläuft ereignislos. Nach Bekanntwerden des Vorfalls Anfang 2023 erklärte United, es habe eine Untersuchung mit der FAA und der Pilotengewerkschaft durchgeführt. Nach Angaben von United führte die Untersuchung schließlich dazu, dass die Piloten eine zusätzliche Ausbildung erhielten. United sagte, es gibt nichts Wichtigeres als die Sicherheit unserer Besatzung und unserer Kunden, weshalb wir die aus diesem Flug gezogenen Lehren in die Ausbildung aller United-Piloten einfließen lassen. United stellte fest, dass die Piloten diesen Vorfall freiwillig gemeldet haben und United voll mit der unabhängigen Untersuchung kooperiert hat, damit die Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit der gesamten Branche genutzt werden können. Das NTSB sagte, dass United eine Aufklärungskampagne über Flugwegmanagement in ihrem Trainingszentrum durchgeführt hat. Da das NTSB erst 2 Monate später von dem Vorfall erfuhr, gab es keine Aufzeichnungen der Cockpitstimme oder des Flugdatenschreibers von diesem Flug. Das NTSB glaubt, dass das erste Problem bei dem Flug auftrat, als der erste Offizier die Klappen auf 15 Grad einfuhr, anstatt sie auf 5 Grad einzufahren. Der Kapitän, der das Flugzeug in einer Höhe von 100 Fuß flog, befürchtete daher, die noch ausgefahrenen Klappen zu beschädigen, und begann mit dem Sinkflug und der Verlangsamung des Fluges, bis im Cockpit der Alarm ertönte. United teilte mit, dass beide Piloten eine zusätzliche Ausbildung erhalten haben und weiterhin für die Fluggesellschaft fliegen. Das NTSB stellt fest, dass die wahrscheinliche Ursache für diesen Vorfall eine Fehlkommunikation der Flugbesatzung über die vom Kapitän gewünschte Klappenstellung während des anfänglichen Steigfluges war. Es folgte ein Versagen bei der Steuerung der vertikalen Flugbahn, der Fluggeschwindigkeit und der Nicklage des Flugzeugs.